Ich bin heute über ein Video gestolpert, ein Interview zwischen Roger Köppel und Patrick Baab. Zwei Namen, die man kennen sollte, denn während Baab, der seinen Ruf als Journalist endgültig verloren hat, seit er sich als nützlicher Helfer für russische Scheinreferenden hergegeben hat, für seine häufigen Reisen nach Russland und in die von russischen Truppen besetzten ukrainischen Städte bekannt ist, hat Köppel seine Weltwoche längst zum Sprachrohr für Moskau in Europa gemacht. Das ist eigentlich eine großartige Zeit für Journalisten, weil da können sie das tun, was sie am liebsten tun, nämlich da ein paar Masken herunterreißen, entlarven. Absolut korrekt. Es ist wirklich eine großartige Zeit, um die Masken abzureißen. Und genau das machen wir jetzt. Los geht's! Wir präsentieren Positionen und Perspektiven, welche die Propagandamedien verschweigen. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Das ist sein Motto bei Kommentaren und Analysen. Er sagt von sich selbst, ich bin eine Art intellektuelle Müllabfuhr, die den ganzen Schutt wegräumt, damit man mal wieder klar sehen kann. Er ist Herausgeber und Chefredakteur der Weltwoche. Willkommen, Roger Köppel. Unabhängig? Kritisch? Wenn man sich das so anhört, fragt man sich doch, warum seine Müllabfuhr eigentlich immer so perfekt zu den Narrativen aus Moskau passt. Aber vielleicht sehe ich einfach noch nicht so klar wie dieser selbsternannte intellektuelle Müllmann. Naja, schauen wir mal. Ein Interview, das ich mal führen durfte, auch mit so einem Superstar des Journalismus, mit Ben Bradley von der Washington Post. Watergate-Chefredakteur, habe ich ihn gefragt, was ist eigentlich der wichtigste Grundsatz im Journalismus? Hat er gesagt, 2 Dinge. Erstens, besorgen Sie sich einen guten Eigentümer, für den Sie arbeiten müssen, das ist ganz wichtig. Und das Zweite, glauben Sie einfach nie etwas, was Ihnen die Regierung sagt. Das ist wenigstens ehrlich, denn obwohl Köppel hier die Legende Ben Bradley zitiert, macht er das extrem manipulativ. Da Bradley meinte, man sollte der Regierung nicht blind glauben, um selbst nach der Wahrheit zu suchen. Während Köppel das Misstrauen gegen den Westen nur nutzt, damit wir die Narrative aus dem Kreml alles blind abkaufen. Und wenn man dazu sieht, wie er gegen Sanktionen schreibt und ständig nach Russland reist, muss man kein Detektiv sein, um zu fragen, ist das alles nur ein Zufall oder sitzt sein guter Eigentümer vielleicht direkt im Kreml und sieht genau so unabhängiger Journalismus aus? Ich bin Journalist, ich bin Medienunternehmer und das kommt daher, wenn eben in demokratischen Öffentlichkeiten, und das gibt's, das steht schon in der Klassikern der politischen Theorie, da hat schon Tocqueville gewarnt, andere haben gesagt, in Demokratien kann der Meinungskonformismus eine totalitäre Macht werden. Und darum braucht's ja diese Medien, die eben diesen Widerstreit, diesen Wettstreit der Ideen aufrechterhalten. Und das gilt es immer wieder zu unternehmen. Klar, als Weltwoche profitiere ich vielleicht auch davon. Je einseitiger das andere ist, umso einfacher ist es, sich von dieser Einseitigkeit vorteilhaft abzuheben. Er nennt sich Medienunternehmer, doch da jeder Unternehmer am Ende Gewinn machen will, klingt sein, vielleicht profitiere ich auch davon, total unglaubwürdig. Denn Köppel gibt hier eigentlich offen zu, dass es gut für sein Geschäft ist, wenn andere Medien einseitig sind. Sein Business ist also eben nicht die Wahrheit, sondern der Verkauf einer Alternative. Und egal, wie sehr dieser nach Propaganda riecht, solange die Klicks stimmen. Und da fragt man sich doch, wenn er so sehr für Ehrlichkeit ist, warum ist die Finanzberichterstattung seiner Firma Köppel Holding dann eigentlich geheim? Seine Unabhängigkeit sieht jedenfalls eher nach einem sehr gut bezahlten Job aus. Ne? Der Konformismus in den Medien, das Hofschranzentum, kam auch deutlich zum Ausdruck, als auch die Schweizer Medien, so wie die Deutschen sowieso, über ein wichtiges Ereignis gar nicht berichtet haben. Das ist nämlich die Sanktionierung von Jacques Beau durch die EU. Ein Mann, der Schweiz in Kriegs- und Krisengebieten als Offizier gedient hat, der kritische Bücher geschrieben hat und nun, weil er nicht mehr in den Propagandarahmen passt, sanktioniert wird. Das sind schon
ungeheuerliche Vorgänge, die natürlich auch alarmierend sind und zeigen, dass hier ein Grundpfeiler eigentlich unserer Demokratie nicht mehr gewährleistet ist. Und das heißt, selbst wenn jemand wie Jacques Beau den größten Unsinn erzählt, solange niemanden verleumdet, keinen strafrechtlichen Grundsatz verletzt, dann ist er frei zu sprechen. Das ist für mich, und da reden wir jetzt im Zusammenhang mit Jacques Beau, reden wir über den Ukraine-Krieg vor allem, dem er sich da als Analytiker hervorgetan hat. Roger Köppel versucht hier aus Jacques Beau einen Märtyrer zu machen. Doch Fakt ist, dass Beau nicht wegen seiner Meinung auf schwarzen Listen steht, sondern weil er systematisch Fakten fälscht. Angefangen bei Giftgasangriffen in Syrien bis hin zur Rechtfertigung der Invasion in der Ukraine. Wenn man einen Lügner nicht mehr in seriöse Medien einlädt, dann ist das eben kein Ende der Demokratie, sondern schlichtweg Informationshygiene. Genau wie Hände waschen. Denn Meinungsfreiheit ist schließlich kein Recht darauf, die Menschen mit diesen Informationen zu füttern und das dann auch noch Analyse zu nennen. Ne? Ich will es jetzt nicht sozusagen melodramatisch ausdrücken, aber das ist nichts Selbstverständliches. Und die Demokratie, die Freiheit, muss immer wieder neu errungen und verteidigt werden. Und die Gegner der Freiheit, die Gegner dieser Vielfalt und der Demokratie, die kommen ja nicht und sagen, wir sind die Gegner der Demokratie, wir sind die Gegner der Freiheit. Ganz im Gegenteil. Sie kommen natürlich im Gewand des Wohltäters. Ja, wir wollen die Demokratie schützen. Wir wollen die Informationen schützen gegen Fake News. Wir wollen den Bürger schützen vor verwirrenden und verirrenden Botschaften, die ihn auf einen falschen Weg führen können. Schaut euch diese Selbstentlarvung an, denn Köppel beschreibt hier haargenau das, was er selbst tut. Er verspricht euch Freiheit, führt auch aber stattdessen direkt in den Nebel, wo der Angreifer plötzlich das Opfer und die Lüge nur eine andere Meinung ist. Er erklärt euch also, wie Manipulation funktioniert, während er euch im selben Moment eiskalt selbst manipuliert. Genial! In Brüssel wirbt die EU mit Plakaten, auf denen steht, wir sind die größte transnationale Demokratie der Welt. Ich glaube, es gibt gar keine transnationale Demokratie. Das ist eine Unmöglichkeit. So etwas kann es gar nicht geben. Denn eine Demokratie ist zwingend auf ein bestimmtes Gebiet konzentriert, auf ein begrenztes Gebiet, eine Gebietskörperschaft, auf ein Demos, auf eine Bevölkerung, die eben diese Demokratie dann ausübt und eine demokratische Staatsverfassung, die innerhalb dieser Grenzen die Macht begrenzt der betreffenden Politik des Staates und kontrolliert wird durch ein Volk, durch eine Bevölkerung, die der Souverän ist. Und wenn Sie natürlich eine transnationale Demokratie haben, ja, wo ist denn das Demos? Wo sind die Grenzen? Wo sind die Strukturen? Wo sind die Checks und Balances? Und dann sind Sie dann eben schnell einmal in einer Situation, wie wir es in der EU beurteilen und beobachten. Alle sind für alles verantwortlich, aber niemand für etwas. Köppel steckt im 19. Jahrhundert fest, weil er glaubt, dass Demokratie nur dort funktioniert, wo alle dieselbe Sprache sprechen und hinter dieselben Zaun leben. Womit er völlig ignoriert, dass die EU ein moderner Bund aus 27 Demokratien ist, deren Bürger ihre Vertreter direkt ins Europäische Parlament wählen. Und genau das ist das heutige transnationale Demos. Es ist faktisch falsch zu behaupten, es gebe dort keine Verantwortung, denn es existieren klare Gesetze, Gericht, also Kontrolle, und Länder zahlen enorme Strafen, wenn sie EU-Recht brechen. Aber Köppel braucht eben dieses Bild von dunklen Brüssel, um gezielt Angst zu schüren und seine Zuschauer mit solchen Gruselmärchen zu füttern. Dann haben Sie Phänomene wie den Euro, wo Sie eine Einheitswährung nehmen über unterschiedlichste Volkswirtschaften, die deutsche, die griechische, die italienische, die spanische. Das funktioniert ja nicht, ist ökonomisch unmöglich, da muss man Geld zahlen, braucht es Finanzausgleich, solange dann einer zahlen kann. Köppel nennt den Euro eine ökonomische Unmöglichkeit, obwohl er in Wahrheit die zweitwichtigste Reservewährung der Welt ist, aus der bisher kein Land ausgetreten ist, weil die Vorteile des gemeinsamen Marktes schlichtweg größer sind als alle Kosten.
Er macht den Leuten Angst vor Zahlungen, ja, für andere, verschweigt dabei aber völlig, dass reiche Länder, wie zum Beispiel, ja, wie Deutschland, ne, massiv davon profitieren, ihre Waren ohne Zölle und Währungsrisiko in ganz Europa zu verkaufen. Punkt. Bei den Grenzen hat man es gesehen. Wenn alle für die Grenzen, die Außengrenzen zuständig sind, dann ist eben niemand verantwortlich. Und die Staaten an der Außengrenze haben gesagt, du, was sollen wir da jeden Migranten registrieren? Dann bist du ja der Dumme, dann muss ich ja diese Migranten auch wieder nach Hause bringen. Geben wir denen lieber ein Zugbillett, dann gehen sie nach Deutschland. Die wollen sowieso lieber in die Schweiz oder nach Deutschland, die wollen gar nicht in Griechenland bleiben oder in Italien. Was Migration angeht, ja, so präsentiert er uns ein typisch schweizerisches Rezept. Man sperrt sich einfach ins eigene Haus ein und hofft, dass das Feuer beim Nachbarn einen nicht erwischt. Doch in einer globalisierten Welt funktioniert das nicht. Denn die Migration verschwindet nicht nur, weil man in ein kleines Häuschen mit einem Grenze in die Alpen stellt. Solche Probleme lassen sich heute nur noch gemeinsam durch Systeme wie Frontex lösen, auch wenn Köppel das lieber ignoriert. Ich glaube tatsächlich, dass die Europäische Union in ihrer heutigen institutionellen Form in vielerlei Hinsicht eine Bedrohung für die Demokratie darstellt. Nicht, weil das genuine Antidemokraten wären oder bösartige Menschen, die dort arbeiten, sondern einfach aufgrund dieser institutionellen Beschaffenheit eben die Gefahr des Missbrauchs, der Kratie ohne Demos, der Macht, die sich da allzu ungehindert entfalten kann. Und sich dann aber auch selber verneint. Da sagen ja dann, wir sind ja gar nicht mächtig, wir machen gar nichts. Aber plötzlich merkt man, dass da schon etwas ist. Und dieses Unbehagen an dieser EU ist im Wachsen begriffen. Köppel nennt die EU eine Bedrohung für die Demokratie. Doch wenn wir uns mal die BRICS-Staaten oder Russland ansehen, die er so oft lobt, dann sehen wir dort zwar Grenzen und einen Demos. Aber wo bitte schon ist dort die Demokratie? Die wahre Gefahr für uns ist nicht Brüssel, sondern Politiker, die die Einheit Europas von innen zerstören wollen, um kleine Länder schutzlos gegen Diktaturen alleine zu lassen. Köppel will eine Welt nach dem Motto, jeder gegen jeden. Das ist natürlich perfekt für Moskau, aber ist es auch gut für uns Europäer? Die direkte Demokratie ist eine Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber der Macht. Aber wenn Sie dann natürlich ein System haben, das über Staaten, transnational ausgerollt wird, das quasi großräumig als Oberstruktur mit schwierig zu benennenden Verantwortungen und Zurechenbarkeiten, wo man nicht so genau weiß, wen muss ich eigentlich abwählen, wenn ich denn nicht mehr will, wo sie das Gefühl haben, dass dort Politiker hinkommen, die man bei sich zu Hause gar nicht gebrauchen konnte. Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Köppels Behauptung, man wisse in der EU nicht, wenn man abwählen soll, ist reine Manipulation. Da wir alle 5 Jahre direkt das EU-Parlament wählen und somit den Kurs mitbestimmen können. Genauso kommen übrigens auch die Rechtspopulisten in ihrer Sessel, die Köppel so sehr unterstützt. Dabei verschweigt er, dass die wichtigsten Entscheidungen im EU-Rat von den Ministern und unserer eigenen Regierungen getroffen werden, weshalb man bei Unzufriedenheit einfach seinen eigenen Kanzler oder Premierminister bei der nächsten nationalen Wahl abwählen kann. So einfach ist das, ne? Natürlich ist diese Demokratie kompliziert, weil sich 27 Länder einigen müssen. Aber Köppels Alternative der klaren Verantwortung kennen wir auch Diktaturen, wo ein einziger Mann entscheidet und das ganze Land in den Abgrund stürzt. Die EU wurde genau deshalb gebaut, damit niemand mehr allein auf den Knopf drücken und alles zerstören kann. Und dieser alte Witz über Opos in Europa, kompletter Unsinn. Dort arbeiten heute politische Schwergewichte, die globale Standards setzen. Köppel will sie nur deshalb kleinreden, weil ein einiges Europa der absolute Albtraum für die Diktatoren ist, die er so gerne verteidigt. So Leute, ich habe mir diese 1,5 Stunden bis zum Ende angetan, nur um festzustellen, dass es trotz Themen wie Ukraine, Iran oder Israel eigentlich immer die gleiche endlose Serie ohne echte Analyse ist, weshalb ihr euch den Reis getrost sparen könnt. Bab und Köppel fordern zwar Realismus statt Moral, aber in ihrer Welt bedeutet das schlichtweg die Interessen von Diktatoren zu akzeptieren, während die Verteidigung von Demokratien als gefährliche Eskalation verteufelt wird. Dabei
Dabei ist ihr wichtigster Trick die Behauptung, dass sie die einzigen Wahrheitsträger seien, nur weil sie gegen den Strom schwimmen. Doch, wie Köppel selbst zugab, produzieren sie dabei vor allem jede Menge Müll. Unterm Strich ist dieses Gespräch kein Dialog, sondern eine psychologische Therapie für Menschen, die einfache Schuldige suchen, während Köppel hinter der Maske der Meinungsfreiheit ein ganz normales Geschäft betreibt und an der Spaltung Europas massiv profitiert. Glaubt also nicht den Opas aus dem Internet, sondern prüft die Fakten selbst. Abonniert den Kanal, wir werden hier weiter die Masken abreißen. Und bis zum nächsten Mal.